Niemand achtet darauf. Hört mir gut zu. Die Wohnungskrise hat bereits begonnen. Alles ist teurer geworden. Miete, Strom, Heizung. Und plötzlich wird einem klar, das System schützt einen nicht mehr so wie früher. Millionen Menschen in Deutschland stellen sich heute dieselbe Frage. Verliere ich bald meine Wohnung? Schützt mich der Staat überhaupt noch? Ich bin der Kommissar. Und heute werde ich Ihnen die Wahrheit hinter der Wohnungskrise erzählen. Denn diese Krise hat für alle begonnen. Aber für manche verschärft sie sich viel schneller. Früher reichte die Rente für ein komfortables Leben. Heute reicht sie gerade so zum Überleben. Das Renteneinkommen ist fest, die Mieten aber nicht. Rechnungen sind nicht fest. Das Leben ist nicht fest. Jedes Jahr steigen die Mieten, die Lebenshaltungskosten steigen, aber das Einkommen bleibt gleich. Die Menschen haben Angst, aber sie sagen nichts. Denn die Angst, die Wohnung zu verlieren, ist stumm. Die Menschen sagen, sie hätten ihren Job verloren, aber sie sagen nicht, dass sie Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren. Deshalb wächst diese Krise unsichtbar. Nun kommen wir zur viel gefährlicheren Frage. Was passiert, wenn das System schwächer wird? Die Geschichte hat uns immer wieder dasselbe gezeigt. Wenn das System unter Druck gerät, trifft es zuerst die Stillsten, und das sind meist die Älteren. Die Regierung reagiert zu spät, die Mieten steigen rasant, die Wohnungssuche wird schwierig und die Schwächsten sind als Erste betroffen. Und der größte Fehler, den die Menschen begehen, ist zu warten. Warten fühlt sich sicher an, aber Krisen mögen keine Wartenden. Wer seinen Mietvertrag nicht prüft, kommt zu spät. Wer sich nicht über staatliche Hilfen informiert, kommt zu spät. Wer keine Kontakte knüpft, kommt zu spät. Der größte Fehler ist zu warten. Wer wartet, verliert Zeit. Und Zeit ist heute Sicherheit. Deutschland stand einst für Sicherheit, aber heute ist Sicherheit keine Selbstverständlichkeit mehr. Man muss vorbereitet sein. Nicht aus Angst, sondern aus Stärke. Ich bin der Kommissar und ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Und nun kommen wir zum Kernpunkt. Bald werden Sie in Deutschland keine Wohnung mehr finden. Und das hat gerade erst begonnen. Niemand merkt es. Hört gut zu. Bald werdet ihr keine Wohnung mehr finden. Und selbst wenn, werdet ihr sie euch nicht mehr leisten können. Das ist keine Vorhersage. Dieser Prozess hat bereits begonnen. Und das Beängstigendste daran ist, die Menschen haben es noch nicht einmal bemerkt. Denn Krisen, die Gesellschaften erschüttern, beginnen nicht mit einer Explosion, sondern schleichend. Bis die Menschen es merken, ist es zu spät. In diesem Video geht es nicht um die Wirtschaft oder die Mietpreise, sondern um das System. Deutschland, Europas stärkste Volkswirtschaft, ist bekannt für Disziplin, Planung, Systematik und Vertrauen. Doch ich stelle euch eine beunruhigende Frage. Wie lange kann dieses System noch bestehen, wenn die Menschen keine Wohnung finden? Hunderttausende Menschen in Deutschland suchen heute monatelang, ja sogar jahrelang nach einer Wohnung. Und das betrifft längst nicht mehr nur Menschen mit niedrigem Einkommen. Vollzeitbeschäftigte finden keine Wohnung, Lehrer können sich keine Miete leisten, Krankenschwestern können nicht in der Innenstadt wohnen, Studenten schlafen auf Bahnhöfen. Dies ist keine Krise, sondern ein Wendepunkt. Und Wendepunkte verlaufen meist still. Zunächst bleiben sie unbemerkt, dann bemerken es plötzlich alle. Die Geschichte lehrt uns, dass Gesellschaften im Allgemeinen in derselben Reihenfolge herausgefordert werden. Zuerst verliert Geld an Wert, dann schwindet das Vertrauen, dann werden Regeln lockerer, die Menschen hören auf, einander zu vertrauen und schließlich bricht die Ordnung zusammen. In modernen Gesellschaften beginnt dieser Prozess oft in einem einzigen Bereich, dem Wohnen. Denn Hunger kann ein Mensch leiden, aber nicht obdachlos werden. Wohnen ist die unterste Stufe von Maslows Bedürfnispyramide. Wohnen bedeutet Sicherheit. Wohnen ist das Fundament der Ordnung. Wenn das Fundament Risse bekommt, gerät alles darüber ins Wanken. Genau das passiert heute in Deutschland und niemand spricht offen darüber, wie schnell sich das Problem verschlimmern könnte. Die Geschichte spricht für sich. Berlin in den 1920er Jahren, London in den 1990er Jahren, Amerika nach 2008. Sie alle haben denselben Prozess durchlaufen. Zuerst stiegen die Mieten, dann wurde die Mittelschicht aus den Stadtzentren verdrängt, Städte zersplitterten, soziale Spannungen nahmen zu und Sicherheitsprobleme entstanden. Die Menschen erkannten schließlich, dass eine Gesellschaft, die keine Wohnung findet, sich auch nicht mehr an die Regeln hält, weil das System nicht mehr für sie funktioniert. Heute stellen sich Millionen von Menschen in Deutschland die Frage: Ich arbeite, ich zahle Steuern, aber warum finde ich keine Wohnung? Diese Frage ist gefährlich, denn sobald sie gestellt wird, beginnt das System in Frage gestellt zu werden. Die Wohnungskrise entsteht nicht über Nacht. Sie beginnt nicht mit einer Schlagzeile. Sie beginnt nicht mit einem Gesetz. Sie beginnt still und leise. Zuerst sinkt die Zahl der Anzeigen, dann steigen die Mieten, dann beginnt der Konkurrenzkampf.
Eines Tages stellt man fest, dass sich 50 Menschen auf eine Wohnung bewerben. Erst 100, dann 200. Eine Wohnungsanzeige gleicht einer Bewerbung. Die Leute bereiten Unterlagen vor, Gehaltsabrechnungen, Empfehlungsschreiben, Schufa-Auskünfte, Schreiben von früheren Vermietern. Die Wohnungssuche gleicht heute der Jobsuche, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Wer keine Arbeit findet, kämpft ums Überleben. Wer keine Wohnung findet, kann überhaupt nicht leben. In vielen Städten sind die Mieten inzwischen stärker gestiegen als die Löhne. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer faktisch ärmer werden. Und das ist ein Alarmsignal für die Mittelschicht. Die Mittelschicht ist das Rückgrat eines Landes. Wenn das Rückgrat bricht, kann der Körper nicht mehr stehen. Genau das passiert gerade. Früher zogen nur Familien mit niedrigem Einkommen aus der Stadt. Heute ziehen auch Arbeitnehmer weg. Früher wohnten Studenten in kleinen Wohnungen. Heute finden sie keine Zimmer mehr. Früher konnte eine Familie von einem Gehalt leben. Heute reichen selbst 2 Gehälter nicht mehr. Das ist nicht nur eine Wirtschaftsstatistik. Es handelt sich um einen gesellschaftlichen Zerfall. Und gesellschaftliche Zerfälle beeinträchtigen die Sicherheit. Denn die Menschen nähern sich dem Gedanken, ich halte mich an die Regeln, aber das System bietet mir keinen Wohnraum. Wenn sich dieser Gedanke verbreitet, beginnt sich die Gesellschaft zu verändern. Betrachten wir nun ein mögliches Szenario. Die Wirtschaft schwächelt, der Bausektor schrumpft, die Migration hält an, die Nachfrage steigt und es gibt nicht genug Wohnraum. Was geschieht zuerst? Die Menschen beginnen zu teilen. 2, dann 3 Familien leben in einem Haus. Das Wohnzimmer wird zum Schlafzimmer, die Küche zum Gemeinschaftsraum. Die Privatsphäre verschwindet und mit dem Verlust der Privatsphäre entstehen Spannungen. Dann entstehen alternative Lösungen. Wohnwagen, provisorische Unterkünfte, Langzeit-Kurzzeitmieten, Keller. Am Stadtrand entstehen neue Landschaften, temporäre Wohnräume. Dieser Ausdruck klingt harmlos, aber seine wahre Bedeutung ist Mini-Zeltsiedlungen. Die Geschichte hat dies oft erlebt. Zuerst nahm es niemand ernst, dann nahmen ihre Zahl zu, dann wurden sie dauerhaft. Dann spalteten sich die Städte in 2 Gruppen, Hausbesitzer und Wohnungssuchende. Diese Spaltung ist gefährlich, weil sie klassenbedingt ist, und Klassenspannungen sind der Ursprung sozialer Spannungen. Die Menschen stehen heute nicht nur unter wirtschaftlichem, sondern auch unter psychischem Druck. Die Wohnungssuche wird nicht mehr zur Lebensplanung, sondern zum Kampf ums Überleben. Wenn die Wohnungskrise die Armen trifft, trauert die Gesellschaft. Doch wenn sie die Mittelschicht trifft, verändert sie sich. Man denke an eine Lehrerin. Sie arbeitet Vollzeit, findet aber keine Wohnung in der Stadt. Man denke an eine Krankenschwester. Sie kommt von der Nachtschicht und wohnt 1,5 Stunden von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Man denke an einen Polizisten. Er schützt die Stadt, findet aber keine Wohnung in der Stadt. Diese Menschen sind die Stützen des Systems. Und wenn diese Stützen ins Wanken geraten, gerät das ganze Gebäude ins Wanken. Den Menschen wird klar, das ist kein Film, das ist eine Warnung. Wohnen ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Es bedeutet Sicherheit, Zugehörigkeit, die Verkörperung von Ordnung. Ohne ein Zuhause gibt es keinen Frieden. Ohne Frieden keine Sicherheit. Ohne Sicherheit kein System. Das ist keine rein wirtschaftliche Frage, sondern eine Frage der Ordnung. Wenn die Ordnung schwindet, gerät das gesellschaftliche Gleichgewicht aus den Fugen. Und wenn sich das Gleichgewicht verschiebt, zeigen sich die Folgen nicht nur in den Mietpreisen, sondern auch auf den Straßen. Und wenn sich die Straßen verändern, verändert sich alles. Denn Wohnen ist mehr als nur Miete. Wohnen bedeutet Sicherheit. Wer eine Adresse hat, ist Teil des Systems. Wer keine Adresse hat, gerät aus dem System. Genau da beginnt die eigentliche Gefahr. Heute werden Übergangslösungen diskutiert. Wohngemeinschaften, Mikroapartments, Wohnwagen, Kurzzeitvermietungen. Doch die Geschichte lehrt uns, Übergangslösungen sind der Anfang von dauerhaften Problemen. Die Menschen gewöhnen sich daran, das System gewöhnen sich daran und die Krise wird zur Normalität. Betrachten wir nun das große Ganze. Junge Menschen können nicht in der Stadt leben. Studenten verlassen die Stadt nach ihrem Abschluss. Hochschulabsolventen gehen ins Ausland. Städte verlieren ihre Jugend. Das ist nicht nur eine demografische Frage, das ist ein Verlust der Zukunft. Städte werden von Menschen am Leben erhalten, nicht von Gebäuden. Wenn Menschen wegziehen, werden Städte zu teuren, aber seelenlosen Orten. Kleine Geschäfte schließen, die Nachbarschaftskultur stirbt, soziale Bindungen schwächen sich, Menschen isolieren sich und isolierte Gesellschaften sind fragiler. Und an diesem Punkt ändert sich die Frage. Es geht nicht mehr darum, ob diese Krise existiert. Die eigentliche Frage ist, wer wird handeln, wenn diese Krise zunimmt?
Denn die Wohnungskrise wird sich nicht von selbst lösen. Der Markt allein wird sie nicht lösen. Die Zeit wird sie nicht lösen. Abwarten wird sie nicht lösen. Im Gegenteil, Abwarten verschärft die Krise. Und die Geschichte lehrt uns, dass sich Gesellschaften verändern, wenn Wohnungskrisen nicht bewältigt werden. Still, langsam, aber auf eine Weise, die schwer rückgängig zu machen ist. Deshalb spricht der Kommissar. Denn dies ist keine rein wirtschaftliche Debatte mehr. Dies ist eine Systemfrage. Die erste Wahrheit lautet: leerstehende Häuser. Wenn in einer Stadt Tausende von Häusern leer stehen, während Menschen keine Wohnung finden, ist das nicht nur eine Wirtschaftsstatistik. Es ist ein systemisches Versagen. Jedes leerstehende Haus ist eine ungenutzte Lösung, während sich die Krise verschärft. In Krisenzeiten ist ein leerstehendes Haus kein Luxus, sondern Verschwendung. Und das System kann Verschwendung nicht dulden. Die erste Aufgabe des Staates ist es, die leerstehenden Häuser zu identifizieren. Denn ein leerstehendes Haus während einer Wohnungskrise ist ein Verrat am System. Die zweite Wahrheit: Mieten. Wenn Menschen in einer Gesellschaft ihre Miete nicht bezahlen können, obwohl sie arbeiten, herrscht auf dem Markt kein Gleichgewicht mehr. Sich selbst überlassen, dient der Markt immer den Stärksten. Doch Wohnen ist nicht nur eine Angelegenheit der Mächtigen. Wohnen ist eine Angelegenheit für alle. Der Markt kann nicht völlig frei sein, wenn Menschen obdachlos sind. Deshalb muss es Mietobergrenzen geben. Denn wenn ein freier Markt keinen Wohnraum für Menschen lässt, wird dieser Raum vom System geschützt. Dritte Wahrheit: sozialer Wohnungsbau. Eine Wahrheit, die jahrelang verdrängt wurde. Wenn Wohnraum nur aus Investitionsgründen geschaffen wird, werden die Bedürfnisse der Gesellschaft nicht erfüllt. Städte sind Lebensräume, keine Investitionsflächen. Sozialer Wohnungsbau ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Sicherheitsmaßnahme. Diese Krise wird sich erst dann bessern, wenn eine groß angelegte Wohnungsbauinitiative gestartet wird. Denn es geht nicht um konkrete Dinge, sondern um Ordnung. Beton baut Gebäude, Planung formt die Gesellschaft. Vierte Wahrheit: Migration und Wohnen müssen in einer Gleichung betrachtet werden. Menschliche Mobilität ist eine Realität unserer Zeit. Doch ohne Planung führt Mobilität zu Krisen. Unkontrollierter Zuzug gleich unkontrollierte Krise. Diese Aussage mag hart klingen, ist aber wahr. Denn Städte haben Kapazitäten. Werden diese Kapazitäten nicht geplant, steigt der Druck. Steigender Druck führt zu zunehmenden Spannungen. Steigende Spannungen überlasten das System. Fünfte Wahrheit: Wohneigentum ist eine Verantwortung. Es kann eine Investition, ein Gewinn, ein Markt sein. Aber ein Zuhause ist vor allem ein Wohnraum. Zu sagen, ein Zuhause sei kein Geschäft, ist keine romantische Aussage. Es ist die gesellschaftliche Realität. Ohne Kontrolle gibt es kein Gleichgewicht. Ohne Gleichgewicht gibt es keinen Frieden. Sechste Wahrheit: Priorität. Wenn junge Menschen in einer Gesellschaft keine Wohnung finden, verliert diese Gesellschaft ihre Zukunft. Menschen, die etwas leisten, sollten nicht auf der Straße schlafen müssen. Denn Produktion entsteht durch Vertrauen. Vertrauen entsteht durch Wohnraum. Wenn junge Menschen nicht in Städten leben können, verkümmern die Städte. Verkümmern die Städte, schrumpft die Zukunft. Siebte Wahrheit: Krisen lassen sich nicht verbergen. Krisen müssen bewältigt werden. Krisenzonen müssen ausgerufen werden. Das Problem muss sichtbar sein. Denn eine unsichtbare Krise wächst. Eine sichtbare Krise lässt sich bewältigen. Die Gesellschaft muss die Wahrheit kennen. Denn wenn die Wahrheit verborgen bleibt, geht das Vertrauen verloren. Und achte Wahrheit: Wohnen ist keine rein wirtschaftliche Frage mehr. Es ist eine Sicherheitsfrage. Denn ohne Zuhause gibt es keinen Frieden. Ohne Frieden gibt es keine Sicherheit. Ohne Sicherheit gibt es kein System. Das ist der springende Punkt. Wohnen ist nicht nur eine Frage der Miete. Es ist eine Frage der Ordnung. Und wenn die Ordnung schwindet, zeigen sich die Folgen nicht nur in Statistiken, sondern auch auf den Straßen. Dies ist also kein Diagramm, keine Tabelle, keine Schlagzeile. Dies ist eine Warnung. Dies ist kein wirtschaftliches Problem. Dies ist eine Frage der Ordnung. Und wenn die Ordnung nachlässt, greift der Kommissar ein. Dann kommt die zweite Welle, die Verkehrskrise. Da immer mehr Menschen aus der Stadt wegziehen, wird der Arbeitsweg schwieriger. Die täglichen Pendelzeiten verlängern sich. Die Erschöpfung nimmt zu. Die Produktivität sinkt. Wenn eine Krankenschwester 90 Minuten für ihren Arbeitsweg braucht, ist das nicht nur ein persönliches Problem. Es ist ein systemisches Problem. Dann spalten sich die Städte in zwei Lager. Die Bewohner des Stadtzentrums und die an den Stadtrand gedrängten Menschen. Es entstehen Grenzen, die auf der Karte nicht sichtbar
sichtbar sind. Doch jeder spürt sie. Hier beginnt die soziale Spannung. Und von diesem Punkt an verändert sich die Psyche. Menschen fühlen sich ausgeschlossen. Ausgrenzung erzeugt Wut. Wut erzeugt Polarisierung. Polarisierung zerstört Vertrauen. Deshalb ist die Wohnungskrise so gefährlich. Denn es geht nicht nur um Wohnraum. Es geht um Vertrauen. Wenn das Vertrauen schwindet, schwindet auch der Glaube an die Zukunft. Eine Gesellschaft, die nicht an die Zukunft glaubt, kann keine Pläne schmieden. Eine Gesellschaft, die keine Pläne schmieden kann, wird instabil. Nun kommen wir zur entscheidendsten Frage. Lässt sich das aufhalten? Ja, aber nur, wenn die Krise anerkannt wird. Denn eine verleugnete Krise verschärft sich. Eine verzögerte Lösung ist teuer. Abwarten ist die gefährlichste Entscheidung. Doch das Wichtigste am Ende dieses Videos ist, dies ist nicht nur eine Analyse, dies ist eine Perspektive. Genau deshalb gibt es diesen Kanal. Der Kommissar verbreitet keine Panik. Dieser Kanal prophezeit nicht den Untergang. Er ignoriert die Krise aber auch nicht. Denn die gefährlichsten Krisen sind die, die man zunächst als übertrieben abtut, bis sie Realität werden. Ziel dieses Kanals ist es nicht, Angst zu verbreiten, sondern zu warnen. Denn die Wahrheit ist, wenn Krisen beginnen, ist es zu spät zum Reden. Vorbereitung beginnt immer vor der Krise. Und genau dafür existiert dieser Kanal, um über Ordnung, Sicherheit und die Zukunft unserer Gesellschaft zu sprechen. Wenn Sie dieses Video bis hierher gesehen haben, spüren Sie wahrscheinlich, dass sich etwas verändert. Und die meisten Menschen haben es noch nicht bemerkt. Dieser Kanal ist für diejenigen, die es bemerkt haben. Hier gibt es keine Gerüchte, keine Panik, keine Parolen. Hier gibt es ein System. Hier gibt es Analysen. Hier gibt es Fakten. Und in jedem Video steht dieselbe Frage: Wohin steuert das System? Deshalb muss dieser Kanal wachsen. Denn diese Themen müssen diskutiert werden. Und diese Videos müssen mehr Menschen erreichen. Wenn Ihnen diese Sichtweise einleuchtet, ist das Abonnieren dieses Kanals nicht nur Unterstützung, sondern auch Teil dieser Diskussion. Denn diese Videos dienen einem einzigen Zweck: Menschen in Krisenzeiten vor Überraschungen zu bewahren. Es geht hier nicht um Wirtschaft, sondern um die Aufrechterhaltung der Ordnung. Der Kommissar hat gesprochen. Jetzt sind Sie an der Reihe.